Lieber Steinbock, herzlich willkommen zu deinem April 2024 Taroskop. Schauen wir uns an, was der April für dich bereithält, wie er sich gestalten möchte, was wichtig und ausschlaggebend ist, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich oder aber auch, was eventuell am besten außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Steinbock im April. Etwas wird verbissen. Oh. Es hat mit Kommunikation zu tun, wie sich selbst auf die Zunge beißen oder etwas brennt dir auf der Zunge, doch es kommt nicht raus. Du hältst irgendetwas zurück. Sie sagen, es hat in keinster Weise mit den Zähnen zu tun. Das ist schon mal sehr gut. Du beobachtest schon lange. Du hast das Gefühl, dass irgendjemand Überhand nimmt, ein Machtspiel. Doch, lieber Steinbock, sie weisen dich sofort darauf hin, dass du es als Machtspiel siehst oder als eben solches empfindest. Dein Gegenüber ist ganz Natur in seinem Naturell und ist einfach so, wie der oder diejenige ist. Doch bei dir gehen gleich die Alarmanlagen los und zwar schon seit einiger Zeit. Ein Kamel wird ausschlaggebend, wichtig und sie sagen, es ist richtig. Was auch immer das Kamel für dich zu bedeuten hat. Die Wüste, Ödland oder das reichste Land, weil es den größten Schatz birgt. Also, lieber Steinbock, dein Reading wieder Rätsel über Rätsel. Hoffen wir, dass wir diese Rätsel lösen können. Wow! Ich denke, wir können. Du hast 3 Themenkarten. So, wir beginnen. Schau dich um. Schau dich um, wo du heute stehst, was du erreicht hast bis heute. Geht es noch mit deinen Ideen und Vorstellungen von heute konform? Ist es alles noch linear für dich? Oder sagst du bereits, gut, dies und jenes habe ich erreicht, das vielleicht noch nicht, macht nichts. Ich richte mich wieder neu aus, anders aus. Wisse, dass falls du irgendwelche Pläne hast und hegst im April, du wirst unterstützt, du hast einen Gönner, nicht nur einen, sondern mehrere, manche gleich 3 Gönner und Unterstützer, ein ganzes Team, welches dir zur Seite steht und dich bei deinen Vorhaben unterstützen möchte. Aber genauso gut, lieber Steinbock, kannst du als Gönner und Unterstützer dich einsetzen und einbringen. Wisse, der Adler, der die Kreise zieht, gut möglich, wenn du mal des Öfteren nach oben siehst, wirst du einen Adler, vielleicht nicht gerade einen Adler, aber vielleicht einen Falken oder einen Bussard, über dir Kreise ziehen sehen. Verbinde dich, schaue auf die Tierbotschaft, denn es lichtet sich. Die Gnosis, beschäftige dich mit ihr, denn du kannst wohl Licht ins Dunkle bringen. Du bist dafür hergekommen. Und vielleicht ist es gerade das, ich bekomme meinen Halskratzen, entschuldigt bitte, wer mich kennt, weiß, dies sind immer Kommunikationsproblemchen, sei es mit dir selbst oder mit der Außenwelt. Und vielleicht ist es gerade das, was du dir verbeißt, auf die Zunge beißt und die Worte nicht herauskommen wollen. Du hast Angst, einen Fehltritt zu machen. Du hast Angst, etwas ganz Bestimmtes, für dich Wichtiges
falsch zu machen. Doch auch dort möchten sie dich wieder darauf hinweisen, es gibt kein richtig, kein falsch. Das, was für dich richtig sein kann, kann für mich falsch sein und umgekehrt. Es ist wichtig, die eigene Wahrheit auszuleben, auszusprechen, immer selbstverständlich in der Form allen Respektes deiner Gegenüber und zwischenmenschlichen Verbindungen. Doch wenn du überzeugt bist, überzeugt, zeugt, bist, was hält dich auf, es auszusprechen? Schauen wir uns die Hauptenergie an. Eine Jungfrau oder gar das tiefe Wissen, das dir über die Gnosis zuteil wird. Alles ist verbunden. Alles ist eins und die heilige Geometrie. Du findest sie in allem, was ist. Gut möglich, dass du dich damit auseinandersetzen wirst. Und gut möglich, dass einige von euch Kerzen anfertigen werden. Ja, schau dir dieses Video in 3 Wochen nochmal an, denn oft sind meine Videos immer kopfschüttelnd und man denkt sich, von was redet die da? Schau es dir in 3 Wochen an, dann wirst du verstehen. Kerzen sehr, sehr ausschlaggebend. Nicht nur die Kerze an sich als Objekt, sondern vor allem das Kerzenlicht. So zart, so warm und doch so hell leuchtend. Die Flamme. Doch keine Flamme, wo kein Untergrund, keine Flamme, wo kein Docht. Denkt drüber nach. Vorsicht davor, dass ihr euren Geldbeutel verliert. Und achtet bitte auf das Display eures Handys. So. Für diejenigen, die mit einem Stier verbunden sind oder einer Jungfrau. Ihr werdet ungeduldig. Sehr ungeduldig. Und gut möglich, dass ihr am 9. April auf irgendeine Art und Weise eure innere Wahrheit herauslasst. Ich hoffe aus Überzeugung. Ich hoffe nicht aus irgendwelchen angstgeladenen Emotionen heraus. Denn dies könnte eine tiefe Kerbe einbringen im Zwischenmenschlichen. Wenn euer Gegenüber, vor allem wenn es eine männliche Energie ist, momentan eventuell ein bisschen in der Luft hängt, ein bisschen orientierungslos ist, materielle Sorgen hat, seid ihr der Unterstützer. Gebt ihr Sicherheit, Rückhalt und denkt 4-mal über eure Worte nach. Nun denn, weiter. Lieber Steinbock, beruflich viel erhofft, einiges konnte ins Hier und Jetzt kommen, doch du hast trotzdem noch finanzielle Nöte, finanzielle Sorgen. Doch bitte, schau hin, sind diese wirklich fundiert? Oder ist es nur die Angst, weil du schon weiter denkst und noch nicht da bist, wo du hindenkst? Geduld, Geduld, Geduld.
zur Verantwortung gezogen werden. Nicht von jemandem, sondern du ziehst dich selbst zur Verantwortung. Ich bekomme schon wieder meinen Halskratzen. Sei ehrlich zu dir selbst. Das sind die wenigsten. Doch du kannst es vertragen. Zieh dich zurück. Gut möglich, dass du dich bis zum 15. April total isolierst. Das brauchst du. Nimm dir die Zeit, lieber Steinbock. Wie man so schön sagt, schaue deine eigenen inneren Dämonen an, welches nur die Schattenseiten sind. Und du wirst erkennen, dass die Schattenseiten vielleicht nicht in den Farbtönen sind, die jetzt deine Lieblingstöne sind. Doch du wirst den hellblauen Ozean darin erkennen. Hellblau, wohlgemerkt, nicht die dunkelsten Tiefen. Ein Löwe stets an deiner Seite. Ein Löwe für dich, wie kann ich dir sagen, so unterstützend, so verständnisvoll. Der Stier dagegen. Du hast das Gefühl, eine Wand ist zwischen euch. Der Fisch sieht immer alles positiv, ist immer auf Wachstum aus. Doch du wirst dich fragen, wo sind deren Wurzeln? Von all diesen Menschen, die mit dir zu tun haben, wo sind sie verwurzelt? Auf welchem Fundament wachsen ihre Wurzeln? Und selbstverständlich vergleichst du dich dann. Gar keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Denn du willst es besser machen. Du willst es beweisen. Doch sobald du in dem Modus bist, des Ehrgeizes, weil du beweisen möchtest, genau dann wirst du dich sehr einsam fühlen. Und das muss doch nicht sein, lieber Steinbock. Ein Luftzeichen kommt auf dich zu, doch von dem willst du wirklich in diesem Moment rein gar nichts wissen. Wow. Die Gnosis, denk dran, aus ihr entsprungen. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Ciao!